Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu meiner DIY-Serie. Ich habe euch im letzten Teil gezeigt, wie ihr einen wundervollen Curl Definer machen könnt und diesmal werde ich euch zeigen, wie ihr ein tolles Gel machen könnt für eure Haare. Ich habe mich hierfür entschieden, euch ein tolles Gel aus Chiasamen zu zeigen, weil ich habe schon viele Videos gesehen, wo Gele aus Leinsamen gemacht werden, aber nicht so viele mit Chiasamen. Und was ihr hierfür braucht, ist 1 Liter Wasser, Chiasamen, Mandelöl, Weizenproteine, Vitamin E-Öl, ein ätherisches Öl, ich bleibe bei meinem roten Mandarinenöl, pflanzliches Glycerin, das gute alte Polysorbat 80 als Emulgator und eine etwas besondere Zutat, die nennt sich Xanthan Transparent. Das ist ein Gelbildner und hilft uns dazu, dass wir dann eine schöne Konsistenz erreichen können mit dem Gel, weil ansonsten bleibt es flüssig. Und es ist vegan und absolut unbedenklich. Von den Chiasamen brauchen wir 160 Gramm und diese wird mit dem Wasser vermischt und dann über Nacht in den Kühlschrank gestellt, so wie hier in einem Einmachglas. Sobald es im Kühlschrank gestanden hat, kommt alles in einen Topf hinein und wird dann aufgekocht. Wenn es wie hier zu kochen beginnt, dann müsst ihr auf jeden Fall die Hitze hinunterschalten, so circa auf mittlere Stufe und lässt das Ganze dann 10 Minuten weiter köcheln, bis ihr dann die gewünschte Konsistenz erreichen könnt. So wie ich das hier mache, einfach mehrmals umrühren und das ist ganz wichtig, viel umrühren, weil sonst bleibt etwas auf den Boden kleben. Und dann mit dem Löffel dann einfach ein bisschen was herausnehmen, so wie ich das hier zeige und sehen, wie klebrig das Ganze auf dem Löffel ist. Wenn es dann so wie hier etwas länger auf dem Löffel bleibt, dann ist es fertig. Und nun muss die ganze Masse schön auskühlen, damit wir sie auch später filtern können. Hierfür braucht ihr ein hohes Gefäß, ein etwas größeres Gefäß und einen Strumpf. Danach nehmt ihr den Strumpf und macht es auf das hohe Gefäß fest und füllt dann nach und nach die Masse hinein. Und dann nehmt ihr das größere Gefäß und versucht das ganze Gel aus dem Strumpf herauszupressen. Das ist eine etwas anstrengende Arbeit, also macht euch da auf so einiges gefasst. Und dadurch, dass es eine größere Masse ist, kann es sein, dass ihr mehrere Strümpfe braucht. Ich selber habe 4 Strümpfe verwendet. Aus diesem Grund empfehle ich auch nicht alle Chiasamen mit einem Strumpf zu pressen, sondern macht das portionsweise. So sieht das gefilterte Gel aus, aber es kann sein, dass noch einige Körner in der Masse sind, deswegen filtert noch einmal mit so einem Sieb, wie ich das hier mache. Weil so könnt ihr euch vergewissern, dass auch alle Chiasamenkörner weg sind. Bei mir kamen fast 200 Milliliter Gel heraus. Das ist wichtig zu wissen für später. Als nächstes braucht ihr eine Feinwaage, die Special-Zutat Xanthan, einen Metallspatel, ein Messglas und das Glycerin. In meinem Fall kamen fast 200 Milliliter Gel heraus, wofür ich 1% Xanthan brauche. Das entspricht 2 Gramm. Nachdem ich 2 Gramm Xanthan abgewogen habe, füge ich einen Schuss Glycerin hinzu und mische das Ganze gut zusammen. Diese Mischung wird deswegen gemacht, weil so lässt sich das Xanthan auch sehr gut auflösen. Denn würde man das nicht machen, entstehen ansonsten am Ende Klumpen im Gel und das sieht nicht schön aus. Und das Ganze wird dann gut zugedeckt und lässt man 20 Minuten stehen. Nach 20 Minuten hat sich das Xanthan auch sehr gut im Glycerin aufgelöst. Nun kann das zum Chiasamengel hinzugefügt werden und wird dann gut durchmischt und mit einem Pürierstab nochmal schön durchmixt. Mit dem Löffel kann man erkennen, dass die Konsistenz schon sehr dick wurde. Nun kommen die restlichen Zutaten dazu, und zwar 1 Teelöffel Mandelöl, 10 Tropfen Weizenproteine, 10 Tropfen Vitamin E-Öl, 20 Tropfen Mandarinenöl, einige Tropfen Polysorbat 80 und dann wird das Ganze gut durchmischt.
Und nun ist das Gel endlich fertig. So sieht das Endprodukt am Ende aus. Das erinnert mich tatsächlich sogar an Vanillepudding, aber ich würde es nicht essen. Und dann wird alles in einen Behälter abgefüllt und kann dann auch so gleich direkt benutzt werden. So, meine Lieben, das ist das letzte Produkt dieser DIY-Serie, das ich euch vorgestellt habe. In dem nächsten und auch in dem allerletzten Teil dieser Serie zeige ich euch ein tolles Wash and Go, wo ich all diese Produkte benutzen werde. Freut euch darauf, denn es wird sehr interessant und sehr spannend. Ich hoffe, es hat euch soweit gut gefallen und ich freue mich auf das nächste Mal auf euch. Bis dahin, bleibt sicher.